Es ist mal wieder Reservoir Raid Wochenende und deshalb heute der Guide, was das beste Setup ist für Joiner, warum es das Beste ist und dann für Rally Leads, wo es viel mehr Spielraum gibt, je nachdem, was ihr auf dem Feld vorfindet. Deshalb starten wir als erstes mit den Joinern. Guckt in den Chapter nach. Fangen wir mit den Joinern an, denn für die Joiner, wenn ihr nicht mit Garrison Lead spielt, ist der rote Bereich für euch null und nichtig. Ihr könnt das vollkommen ignorieren. Wir starten mit dem blauen Teil. Ihr müsst so oder so hier den ersten Punkt setzen, aber konzertierter Angriff ist super. Da packt ihr 2 Punkte rein. Ihr habt ja, wie gesagt, 16 Punkte in Summe verfügbar. Ihr könnt sie nur nicht in dem Match selbst resetten. Daher wichtig, das direkt von Anfang an richtig zu machen. Konzentrierter Angriff ist ein Amplifier für den Angriff. Das gleiche gibt es für die Verteidigung. Da packt ihr auch 2 Punkte rein. Dann gibt es noch den schnellen Vormarsch. Da packt ihr 1 Punkt rein, damit ihr schneller den Rallyes beitreten könnt. Das ist schon mal das Ganze. Noch wichtiger ist, was wir jetzt im gelben Bereich besprechen. Denn bei dem blauen Bereich, eure Siedlungsverteidigung bringt euch nichts, weil wenn ihr die ersten 2 Angriffe vielleicht überstanden habt, aber den dritten nicht mehr übersteht, dann sind eure Truppen trotzdem weg. Dann habt ihr 2 Angriffe überstanden, der Gegner hat ein paar Truppen dabei, nicht mehr verfügbar für das Reservoir Raid, aber am Ende seid ihr trotzdem genullt. Deshalb andere Tipps. Einzelernte, dadurch, dass das nur für euer Ranking etwas bedeutet, packen wir da auch nur 1 Punkt rein, damit wir den Rest freischalten können. Denn das ist völlig irrelevant. Viel wichtiger ist dagegen das schnelle Versetzen, denn so könnt ihr zum Beispiel einem Angriff entgehen oder aber auch bei den Tanks oder bei den Pfützen viel schneller vorhanden sein und ihr müsst nicht so dermaßen viele Porter verbrauchen. Noch wichtiger ist der Hydroblitz, denn bei den Pfützen seid ihr mit 100% Marschbeschleunigung wesentlich schneller, als wenn der Gegner zum Beispiel das nur auf 1 oder gar nicht hat. Dementsprechend bei den Joinern das essentiell. Wassertracer 20% mehr aus den Tanks rausholen ist unfassbar stark. Das ist ein mega Gamechanger. Ihr könnt das ganze Spiel hinten dran sein. Selbst wenn der Gegner deutlich stärker ist und alle Gebäude besetzt, gewinnt ihr über die Tanks und die Pfützen. Denn wenn ihr mehr Spieler zum Beispiel seid, könnt ihr viel mehr Tanks halten, weil ihr natürlich viel mehr erste Märsche zur Verfügung habt. Dann Wasserausgräber, das verstreute Reinwasser, also die Pfützen, 20% mehr. In Kombination mit dem Hydroblitz bedeutet das ganz einfach, ihr holt bei jeder Pfütze 20% mehr raus und das ist massiv erfolgreich damit. Das sind im Endeffekt die 16 Talente. Hier seht ihr jetzt auch nochmal das in der Gesamtübersicht, damit ihr euch das einfacher abfotografieren könnt, screenshotten könnt oder euch einen Marker setzt. Das ist wirklich das, wie ihr am besten vorgeht. Das hat natürlich die Kondition, dass ihr kein Garrison Lead Spiel macht und dementsprechend nicht den roten Bereich braucht. Springen wir jetzt zu den Rally Leads. Bei den Rally Leads ist es grundsätzlich erstmal ganz einfach. Bevor das Match startet, könnt ihr 10 Punkte relativ gut vergeben und danach hängt es davon ab, was für einen Gegner ihr matcht. Deshalb die erste Attacke mal gucken, was trefft ihr da an Gegenspielern, um dann die letzten 6 Punkte entsprechend zu vergeben. Fangen wir an. Klar, Raid-Angriff als auch Raid-Verteidigung bringt euch eben zusätzliche Amplification. Das ist super. Was dazugekommen ist, Ressourcenmagier. Damit bekommt ihr 10% mehr Produktion von Wasser in dem Gebäude, was eben super ist für euer Ergebnis und damit eine mögliche Grundlage, um euren Sieg zu holen. Damit haben wir die ersten 4 Punkte vergeben. Dann haben wir die Raid-Welle. Heutzutage hat fast jeder Rally-Lead mehr als 1,2 Millionen. In ganz, ganz jungen Staaten mehr als 700.000. Daher würde ich da tatsächlich nichts reinstecken, wenn ihr nicht massiv drunter seid. Dann haben wir Wasseraufbereitungskomplexe und auch Wasseraufbereitungsanlage. Beides voll reinpacken, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie ihr die Map schneidet. Und grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, ihr habt 2 starke Spieler in der Allianz, dann habt ihr eben auf beiden Seiten jemanden, der sich um die Sachen kümmern muss. Dementsprechend würde ich dort empfehlen, beides voll zu packen. Aber wir wollen ja, wenn wir stärker sind als der Gegner, das hier komplett voll machen. Und wenn wir schwächer sind als der Gegner, zumindest hier etwas reinpacken, um dieses Gap ausfüllen zu können. Daher packen wir auf jeden Fall hier für die Munitionsfabrik 1 Punkt rein und auch für das Hauptreservoir auch mindestens 1 Punkt. Damit haben wir dann die ersten 10 Punkte verteilt. Wenn wir merken, wir sind stärker als der Gegner, dann wollen wir natürlich die Gebäude schneller erobern. Und damit sind wir dann bei 40% schnellerer Eroberung, unabhängig von dem, was wir von der Solarstation bekommen. Und das ist natürlich dann schon super schnell und haben jetzt immer noch 2 Punkte zu vergeben. Wenn wir nicht so stark sind, dann packen wir mindestens 2 ins letzte Gefecht und mindestens 2 in die schnelle Eroberung. So bekommen wir dann zumindest 20%. Und damit haben wir noch 2 Punkte frei. Und das hängt dann natürlich ganz stark davon ab, wie eure Map aufgeteilt ist, welcher Rally Lead
welche Aufgabe hat. Wenn er zum Beispiel Hauptreservoir und das Solarkraftwerk hat, dann macht es natürlich Sinn, da die beiden Punkte reinzusetzen, wenn er Aufgabe hat, sich um den Landeplatz zu kümmern und um die Munitionsfabrik, dann macht es natürlich Sinn, da die letzten beiden Punkte reinzupacken. Daher, hier seht ihr mal eine Empfehlung für die ersten 10 Punkte und die letzten 6 Punkte, habe ich ja gesagt, sind abhängig davon, was ihr braucht, was für einen Gegner ihr trefft, und ich nutze dafür halt immer die ersten 10, 15 Sekunden, wenn ich geportet habe, stärksten Marsch rein, gucken, was treffe ich da so an. Wenn mich der erste Gegner direkt kicken kann, weiß ich auf jeden Fall, ich brauche was in dem letzten Gefecht, um möglicherweise diesen Gegner auch schlagen zu können. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen und eure Joiner vorbereiten, als auch euch als Rally-Lead oder eben Joiner, dass ihr eure Allianz vorbereiten könnt. Schreibt in die Kommentare, wie erfolgreich ihr mit der Strategie wart, die ich euch empfehle, und wie eure Ergebnisse waren, ob ihr damit erfolgreicher wart oder eigentlich weniger erfolgreich.